Bei unseren Fallschirmjägern. Ständige Übung hält auch diese Truppe stets einsatzbereit. Hier, das Zieldorf X muss genommen werden. Auch während des Sprunges wird gefilmt. Fertig zum Start. In die Maschinen, in die Maschinen, Kamerad, da kriegt es kein Zurück. Transporter bringen die Fallschirmjäger zum befohlenen Einsatzraum. Absprung. Er ist dutzende Mal geübt. Jede Bewegung sitzt. Die Fallschirmjäger springen in dichter Folge. Nur entschlossene, kühne Männer können hier bestehen. Landung. Pech gehabt. Die Waffenbehälter werden aufgenommen. Ein Handgriff und schon ist ein Karren draus geworden. Kein Augenblick geht verloren. Mit den modernsten Angriffswaffen ausgerüstet, stürmen die Fallschirmjäger nach vorn. So stehen auch unsere Fallschirmjäger in zahlreichen Regimentern bereit für den entscheidenden Einsatz. An der Murmanküste. Marineartillerie sichert den Weg unserer Geleitzüge unterhalb der Felsenküste. Meldung an den Batteriechef. Ein Geleitzug kommt in Sicht. Eine Minute später ist die Batterie feuerbereit. Sie soll sowjetische Geschütze niederhalten, die vom anderen Ufer der Bucht aus unseren Schiffen den Weg verlegen wollen. Dort drüben feindliches Mündungsfeuer. Einschläge der sowjetischen Artillerie. Das deutsche Feuer liegt gut. Durch Felseninseln gedeckt, nehmen unsere Schiffe weiter ihren Weg. Auch Stuka greifen ein. Die Sowjets streuen das gesamte Fahrwasser ab. Die feindlichen Einschläge kommen gefährlich nahe.
Der Geleitzug muss eingenebelt werden. Immer dichter wird die Nebelwand. Der Feind lässt nicht locker. Der Geleitzug ist der Feind sich entzogen. Bald ist er in Sicherheit. Bei unseren Soldaten vor Leningrad. Nach der schweren Schlammperiode haben die Pferde der Nachschubkolonnen wieder etwas Ruhe. Bei sorgsamer Pflege erholen sie sich schnell von den schweren Strapazen der vergangenen Wochen. Wo es Not tut, wird neu beschlagen. Appell mit friedensmäßiger Gründlichkeit. Bald geht es wieder zu neuem Einsatz. Schlachtvieh für eine Schlechtereikompanie. Und hier eine Feldbäckerei. Ein großer Tag, das 8 Millionste Brot. Eine Überraschung wird mit eingebacken. Dritter Kreuzträger Hauptmann Hübbe, Bataillonskommandeur in der Hauptkampflinie, nimmt das Brot in Empfang. Er hat es einem jungen Soldaten zugedacht, der sich bei seinem ersten Einsatz besonders bewährt hat. Nanu, was ist denn das? Ein Gutschein für eine Torte und eine Flasche Likör. Das erfreut des Lanzers Herz. Das erste Stück dem Kommandeur. Das erste Glas dem Bataillon. Am mittleren Frontabschnitt. Ein Nachschubzug ist eingetroffen. Er wird sofort entladen. Straße nach vorn. Das sind unsere Grenadiere, unverwüstlich und immer einsatzbereit. Panzer unterwegs zu einer neuen Ortsunterkunft. In einer Flussniederung ist der Boden noch aufgeweicht. Eine Seilbahn übernimmt den Nachschub und schafft ihn sicher und schnell über Sumpf und Fluss.
Nun wird die Verpflegung von den Einheiten der vorderen Linien übernommen. Der Küchenwagen ist da. Der schönste Dienst am Tag, Feldpostempfang. Der Pfingstkuchen wird gleich probiert. Der Friseur hat alle Hände voll zu tun. Sind der Herr zufrieden? Impfen, kein Vergnügen, aber es muss sein. Das macht schon eher Spaß. Ein Gemüsegarten unmittelbar hinter den Stellungen. Bald gibt's hier frische Radieschen. Das Tor zur Front. Mal sehen, was die sowjetischen Scharfschützen machen. Da, der erste Gruß. Immer höflich. Die Tarnblenden sind durchsiebt von Geschossen und Splittern. Eine vorgeschobene Beobachtungsstelle. Feindliche Einschläge, sie gelten unseren Stellungen. Befehl an die Artillerie. Weg mit der Tarnung! Vergeltungsfeuer! Eine Kampfgruppe geht zu gewaltsamer Erkundung vor. Sie soll Gefangene machen. Einbruch in die sowjetischen Stellungen. Die ersten Gefangenen. Ihre Aussagen sollen unserer Führung wertvolle Fingerzeige geben. Zu den Kämpfen am Kuban-Brückenkopf.
Von der Krim werden in ununterbrochener Folge frische Reserven und neue Waffen und Munition zur Kubanfront gebracht. Die schweren Fährpräme sind dicht beladen. In schneller Fahrt wird die Straße von Kertsch überwunden. Der Eisenbahn weiter landeinwärts. Die Stellungen am Kuban müssen trotz der pausenlosen Angriffe der an Menschen und Material weit überlegenen Sowjets gehalten werden. Zwischen den schweren Kämpfen halten Spähtrupps Fühlung mit dem Feind. Die Sowjets werden ständig scharf beobachtet. Die Bolschewisten streuen das Gelände ab. Feindberührung! Der Spähtrupp kehrt mit wichtigen Erkundungsergebnissen zurück. Im Anmarschgebiet zu den Kuban-Lagunen sind neue Feindansammlungen festgestellt worden. Die vorderste Linie wird zu erhöhter Bereitschaft angewiesen. Feuerbefehl an Granatwerfer und Artillerie. Im Schutze des Schilfdickichts haben sich einzelne Sowjettrupps vorgearbeitet. MG-Feuer reißt große Lücken in ihre Reihen. Einige heben die Hände, sie geben sich gefangen. Die Gefangenen bestätigen die Beobachtungen des Spähtrupps. Neuer Angriff! Die Sowjets sind in erbittertem Nahkampf abgewehrt. Die Verwundeten erhalten ihre ersten Verbände. Feuer auf den weichenden Gegner.
U-Bahn-Brückenkopf wird gehalten.